In deinem Boden am Acker, da können zwei ganz unterschiedliche Prozesse passieren. Zusammenhang von Abbau organischen Materials. Einerseits die Rotte, die Verrottung, das ist der Prozess, der unter Sauerstoffzufuhr funktioniert. Das ist der Prozess, den wir wollen, der für Bodenfruchtbarkeit sorgt, der deine Pflanzen ernährt. Und dann gibt es auch noch den Fäulnisprozess. Der stinkt, den Geruch kennst du und der sorgt nicht nur dafür, dass es ein Unbehagen bei deiner Nase auslöst, sondern auch, dass das einfach schlecht ist für deine Pflanzen und deine Pflanzen letztlich anfälliger macht für Schädlinge. Warum das so ist, was du dagegen tun kannst und wie du das erkennen kannst, das siehst du in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von Farm to Farm. Ich freue mich, dass du dabei bist. Es geht um die zwei ganz wichtigen, unterschiedlichen Prozesse im Abbau organischen Materials am Acker, nämlich um die Rotte und um die Fäulnis. Organisches Material, das am Acker ist, das kann einerseits zugeführt sein, das kann Mist sein, das kann Gülle sein, das können in irgendeiner Art und Weise andere organische Dünger sein, Kompost sein, aber auch natürlich Material, das am Acker bleibt. Das kann Zwischenfruchtreste sein, das kann Stroh sein. Dieses organische Material, das wird ja vom Boden, dem lebenden Organismus Boden abgebaut und zersetzt. Und da gibt es zwei ganz grundlegende Unterschiede. Es gibt einerseits den Prozess der Rotte, das ist ein sogenannter aerober Prozess. Aerob heißt Luft, Sauerstoff. Das heißt, das ist ein Prozess, der Sauerstoff braucht. Wenn im Boden, in den obersten Schichten, wo die Aktivität der Mikroben am höchsten ist, wenn da ausreichend Sauerstoff ist, dann können die Lebewesen, angefangen von den größten, von den Insekten bis zu den Regenwürmern und dann bei eben die Mikroben, also Bakterien, Pilze, Einzeller, dann können die mit dem Sauerstoff das organische Material zersetzen und letztlich mineralisieren. Das heißt, sie verarbeiten das organische Material Stück für Stück so weit, dass auch Nährstoffe freigesetzt werden auf kleinster molekularer Ebene, eben mineralisiert. Da reden wir über unsere Nährstoffe, die unsere Pflanzen brauchen. Dieses Umfeld der Rotte, das ist ein positives Umfeld für unsere Pflanzen, für all unsere Kulturpflanzen eigentlich, und das dafür sorgt, dass der Boden fruchtbar ist. Feststellen lässt sich das ganz einfach, wenn du ein Stück Boden mit dem Spaten rausnimmst, tief einatmest und diesen Geruch, den du da wahrnimmst, wenn dieser Geruch wohlwollend ist, wenn sich der Geruch gut anfühlt, nach Waldboden sagt man, riecht. Wenn das aber ganz einfach natürlich für dich riecht, dann ist das richtig. Das Gegenteil passiert beim Fäulnisprozess. Das ist der Prozess, wo organisches Material unter Abschluss von Sauerstoff passiert. Das heißt, da fehlt es an Sauerstoff im Boden. Deswegen zeichnet man das auch als anaerober Prozess. Und dann passiert dieser Abbau des organischen Materials als Fäulnisprozess. Das heißt, die Mikroben, die normalerweise natürlich bei uns im Boden vorhanden sind, die diese Rotte vollziehen, die Sauerstoff brauchen, die ziehen sich zurück, die werden inaktiv, die sterben ab, wenn zu wenig Sauerstoff im Boden ist, und andere Mikroben, die mit diesen anaeroben Bedingungen umgehen können, die also damit umgehen können, weil kein oder wenig Sauerstoff da ist, beginnen sich durchzusetzen, und die sorgen für diese Fäulnis. Das heißt, das organische Material wird nicht zur Gänze zersetzt, sondern nur im Teil. Es kommt nicht zu einer Mineralisierung und es kommt vor allem zu diesen ganz markanten Gerüchen der Fäulnis, also Gestank muss man sagen. Es riecht nicht gut. Das heißt, das sind dann Stoffe wie Ammoniak, wie Buttersäure, aber auch Stoffe, die im Kot enthalten sind. Deswegen ist das einfach ein Geruch, der uns völlig widerstrebt, den wir als nicht gesund wahrnehmen. Und dieses Indiz, dieses natürliche Indiz, das wir von der Evolution in uns haben, dass das Fäulnis als nicht gesund ist und dass dieser Rotte-Geruch als gesund wahrgenommen wird, dieses Indiz lässt sich auch wissenschaftlich belegen. Denn Fäulnis sorgt dafür, dass eben bestimmte Organismen, bestimmte Lebewesen in diesem Bereich des Bodens aktiv werden, die nicht gesund für unsere Pflanzen sind. Das können Schädlinge sein, die können angelockt werden durch diesen Duft der Fäulnis. Das sind diese Insekten, die auch dann beim Kot herumfliegen. Aber auch, und das ist ganz wichtig zu verstehen, aufgrund dessen, dass bei einem Fäulnisprozess Sauerstoff im Boden mangelt, bedeutet das natürlich auch, dass diese Mikroben, die unsere Pflanzen ernähren, die dafür sorgen, dass da unten in einer Symbiose dafür gesorgt wird, dass Nährstoffe zur Verfügung gesetzt werden, dass Wurzel und Mikroben zusammenarbeiten. Wenn die aufgrund des fehlenden Sauerstoffs absterben, inaktiv werden, dann hat natürlich die Pflanze auch ein Problem. Einmal indirekt, weil sie nicht mehr diese Zusammenarbeit hat, die sie da unten normalerweise hat, und direkt auch noch, weil die Wurzel selbst, die Pflanzenwurzel ja auch atmet. Pflanzenwurzel
veratmet Sauerstoff, die zieht den Sauerstoff aus den Poren des Bodens heraus und braucht den, um arbeiten zu können. Ganz im Gegenteil zu den Blättern, die bei Sonnenlicht eben CO2 nutzen können. Das heißt, nicht nur die Mikroben, die positiven Mikroben der Rotteprozesse und aller Prozesse, die für unsere Pflanzen notwendig sind, brauchen Sauerstoff, sondern die Pflanzenwurzeln selbst auch. Und das führt natürlich zwingend dazu, dass, wenn es zu Fäulnis kommt, die Pflanzen anfälliger für Schädlinge sind. Sie sind schwächer, sie sind geschwächt. Und die Schädlinge, die haben Sensoren, wenn man so will, die ihnen sagen, okay, diese Pflanze ist anfällig, die ist ideal für mich als Wirt, um diese zu attackieren, und die ist gesund, die nehme ich mir nicht. Das ist nicht irgendeine Scharlatanerei, sondern das ist mittlerweile auch wissenschaftlich ergründet, welche Art von Kommunikation, oder es ist keine Kommunikation, aber welche Art von Sensorenwahrnehmung diese Schädlinge haben. Das kann in sozusagen Licht, also elektromagnetische Wellen in verschiedenen Spektren passieren. Das kann aber auch durch irgendwelche Lockstoffe, Duftstoffe, Hormone passieren, dass die Schädlinge sich bestimmte Pflanzen aussuchen, auf die sie gehen, die eben geschwächt sind. Und warum sind die geschwächt? Weil sie in einem Milieu im Boden wachsen müssen, das zu wenig Sauerstoff hat, das anaerob ist. Das heißt, wenn der Boden nicht atmen kann, wenn der Boden nicht fähig ist, Sauerstoff aus der Atmosphäre aufzunehmen, diesen im Boden den Mikroben und den Wurzeln zur Verfügung zu stellen und CO2 auszuatmen, also diese Atmung von Einatmen, Ausatmen des Bodens, wenn der Boden nicht fähig dazu ist, dann sorgt es dafür, dass das Milieu sich massiv verändert und dass das direkte Auswirkungen darauf hat, auf die Pflanzen, dass die anfälliger für Schädlinge werden. Und das ist auch der Grund dafür, warum es manchmal so ist, dass ein Schlag von einem Schädling befallen wird und ein Schlag wenige 100 Meter daneben nicht befallen wird. Ganz einfach, weil die Pflanzen auf der einen Seite anfällig sind und auf der anderen Seite resistent und gesund sind. Und das wiederum kann zurückzuführen sein auf die Prozesse im Boden, wie viel Sauerstoff da vorhanden ist, ob es zu Fäulnisprozessen kommt oder eben zu den Rotteprozessen. Wie erkennst du jetzt, ob auf deinem Acker Fäulnisprozesse passieren oder nicht? Ich habe schon zu Beginn gesagt, ganz einfach anhand des Geruchs. Und da brauchst du keine Vorkenntnisse haben. Wenn du einem Kind, das null Wissen über Boden hat, über Bodengesundheit, über Bodenfruchtbarkeit, über Landwirtschaft hat, wenn du einem Kind 2 verschiedene Stück Boden in die Hand gibst und das Kind riechen lässt, dann wird es dir mit 100%iger Sicherheit, da brauche ich mich wetten, sagen, der Boden, der genügend Sauerstoff zur Verfügung hat, dass die aeroben Prozesse passieren können, der riecht gut, das ist diese Waldluft, und der Boden, wo es an Sauerstoff mangelt, der riecht schlecht, der stinkt, der riecht faul. Das hat die Natur offensichtlich schon für uns vorgesehen, weil dieser Fäulnisprozess einfach nicht gesund ist für uns, für den Boden und für die Pflanzen. Und wenn man sich das überlegt, dort wo wir unsere Kulturpflanzen führen, da gibt es auch nicht großflächige Gebiete, wo Fäulnis passiert. Das heißt, es gibt jetzt nicht irgendwie große Gebiete, die stinken, wo diese anaeroben Prozesse passieren. Es gibt vielleicht Moore, das sind Sonderfälle, aber im Großen und Ganzen sorgt die Natur auch dafür, wenn anaerobe Prozesse im Boden entstehen, wenn zu wenig Sauerstoff da ist, dass diese Mikroben sich ansammeln, die damit umgehen können. Da gibt es natürlich immer diese Spezialisten, aber letztlich, dass sich das wieder in die Richtung bewegt, der aeroben Prozesse, der Prozesse mit Sauerstoff, und die letztlich dafür sorgen, dass der Boden auch fruchtbar ist. Das heißt, feststellen lässt sich das ganz einfach mit der Nase, das kannst du, das kann jeder Mensch, da brauche ich nicht wetten. Und was kann man jetzt dagegen tun, dass man Fäulnis am Acker hat? Oder anders gesagt, wie kann man Rotte bestmöglich fördern? Was ist der Grund für Fäulnisprozesse im Boden? Und auch das ist ganz einfach, immer dann, wenn zu wenig Sauerstoff im Boden vorhanden ist, wenn der Boden nicht atmen kann, wie schon zuvor erwähnt, dann kommt es dazu. Wann passiert das? Das ist, wenn es zu Verdichtungen kommt, wenn es zu Staunässe kommt, wenn der Boden verschlemmt ist, verkrustet ist, dann kann der Boden nicht gut atmen. Ein Indiz dafür ist, wenn in Hackfrüchten mit dem Hackgerät gefahren wird und danach man unmittelbar sieht, dass die Pflanzen einen Wachstumsschub haben, dann bedeutet das nicht, dass das Hacken so besonders gut ist, so fruchtbarkeitsfördernd ist, sondern eigentlich bedeutet das, dass der Boden vor dem Hackdurchgang nicht ausreichend atmen konnte. Dass also die Struktur, die Poren nicht groß genug waren, um ausreichend Sauerstoff in den Boden hineinzulassen, dass die Mikroben aktiv werden und Nährstoffe zur Verfügung gestellt werden und die Pflanzenwurzeln unter der Erde richtig Schub geben können. Und erst mit dem Hackvorgang, mit dem Aufbrechen dieser Kruste, kann der Boden wieder atmen und den Mikroben ausreichend Sauerstoff zur Verfügung stellen. Aber auch tiefe Bodenbearbeitung, wo es passiert, dass organisches Material in tiefe Bodenschichten kommt, kann dafür sorgen, dass dort unten in den tiefen Bodenschichten einfach aufgrund der Bodenstruktur, aber auch aufgrund des organischen Materials vielleicht zu wenig Sauerstoff hinkommt und das dann zu anaeroben Abbau
oder zu diesem Fäulnisprozess im Boden kommt. Klassisch, ich sage es ganz plakativ, das Einpflügen von frischer organischer Masse, sei es jetzt Mist, sei es aber auch Zwischenfruchtmaterial, grünes Material, das Einpflügen dieses Materials, das muss jetzt nicht nur der Pflug sein, einfach das Einarbeiten von nassen Frischmaterial sorgt dafür, dass es zu Luftabschlüssen kommt und sorgt dafür, dass im Boden Fäulnisprozesse passieren. Und immer dann, wenn du einige Jahre später organisches Material wieder aus dem Boden durch eine ebenso tiefe Bodenbearbeitung rausholst und dann noch siehst, okay, das Maisstroh, Pflanzenreste von Mais, Mist, kommen wieder raus, Mistklumpen kommen wieder raus, sind nicht völlig zersetzt, dann ist das ein ganz, ganz klares Zeichen dafür, dass da unten die Rotte nicht funktioniert hat, sondern dass es zu Fäulnis gekommen ist. Denn hätte ein gut funktionierender Rotteprozess stattgefunden, wäre ausreichend Sauerstoff dort gewesen, dann wäre das komplett zersetzt und nicht mehr sichtbar nach einigen Jahren. Ja, und was kannst du jetzt dagegen tun? Einfach dafür sorgen, dass der Boden atmen kann. Und jetzt kommt's, was hat das Ganze mit der Zwischenfrucht zu tun? Die Zwischenfrucht ist ein wichtiger Hebel, die dafür sorgen kann, dass der Boden besser atmen kann. Denn die bestmöglichen Poren zum Atmen des Bodens, egal ob der Boden leicht, egal ob der Boden schwer ist, das bestmögliche Porenverhältnis und das bestmögliche Resultat in der Atmung des Bodens schaffen Pflanzenwurzeln. Wenn du eine Bodenstruktur herstellen kannst, die atmet, dann am besten mit lebenden Wurzeln, mit Pflanzenwurzeln. Jede Bodenbearbeitung zerstört eigene Struktur. Bodenbearbeitung sorgt fürs Verschlemmen. Bodenbearbeitung sorgt dafür, dass sich der Boden setzt und dass der Boden nicht mehr atmen kann. Und deswegen ist ja auch dieses Schaffen von Bodenstruktur mit Pflanzenwurzeln durch die Zwischenfrucht so wichtig. Interessant ist es natürlich immer dann, wenn man sieht, okay, es gibt Unterschiede, da sind ganz klar die Fahrgassen. Da wächst die Zwischenfrucht extrem schlecht. Jetzt schauen wir uns ja an, erkennen wir irgendwas daran. Wieder schon eindeutig. Das ist, die ersten 2 cm sind sehr locker, schön krümelig und drunter ist es einfach, das ist die Fahrgasse zusammengedrückt. Man tut es ja richtig schwer, das zu zerbrechen. Und wenn man es sogar so heben kann, das ist nur ein Meter daneben, schaut die Struktur gleich komplett anders aus. Das heißt, das ist von den Überfahrten mit dem Kompoststreu in dem Fall. Schau, wie das da dazu fällt, dieser Traum. Es ist in dem Fall offensichtlich, nicht? Aber schau, man hat da der gleiche Boden, nicht einmal 1 Meter entfernt. Und die Erkenntnis kann man natürlich schon ganz gut mit dem Spaten haben. Das ist der eine Grund, warum der Anbau von Zwischenfrüchten so wichtig ist für die Bodenatmung und letztlich für die bodenfruchtbarkeitsfördernden Rotteprozesse. Und auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch so, dass die Zwischenfrucht richtig und gut gemanagt werden muss. Die Zwischenfrucht soll natürlich nicht grün und frisch in den Boden tief eingearbeitet werden, sondern man sollte da auch immer im Hinterkopf behalten, der Boden muss atmen können, das Material, das ich hier einarbeite, muss in einer Schicht sein, wo die Mikroben noch ausreichend Luft haben, damit sie das umsetzen können. Übrigens, Thema Zwischenfrüchte, wir bieten Zwischenfrüchte auch an. Wenn du es noch nicht weißt, komm mal auf unsere Website www.farmtofarm.eu. Zwischenfruchtmischungen hochdivers, abgestimmt auf deinen Betrieb auf 25 Hektar. Das alles gibt's bei uns auf der Website. Schau vorbei. Okay, Rotte und Fäulnis, diese 2 ganz unterschiedlichen Prozesse im Abbau organischer Substanz, haben wir uns jetzt angesehen. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Ich hoffe, du konntest aus diesem Video was mitnehmen. Ich hoffe auch, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald. Wenn dich das Thema interessiert und wenn sich Ackerbau, der nachhaltig und profitabel ist, interessiert, wenn das dein Thema ist, dann abonniere doch gerne unseren Kanal.